Tag 19. Die Macht, unsere Beziehungen zu verändern. Yesterday's meditation was about conscious relationships. The issues in a relationship are so important to our sense of empowerment that they deserve a closer look to see how this power can transform our relationship to the world. In der gestrigen Meditation ging es um bewusste Beziehungen. Die Themen einer Beziehung sind so wichtig für unser Gefühl der Selbstermächtigung, dass sie einen genaueren Blick verdienen. So sehen wir, wie diese Macht unsere Beziehung zur Welt verändern kann. Here on day 19, the theme is the power to transform your relationships. Am heutigen Tag 19 lautet das Thema daher, die Macht, unsere Beziehungen zu verändern. The essential dynamic of any relationship involves a minimum of two people, which means that there can be two egos or two conscious agents. We can define a conscious agent as someone who thinks, feels, acts, and speaks from their presence of awareness, the true self. Zur wesentlichen Dynamik jeder Beziehung gehören mindestens zwei Menschen. Das bedeutet, dass es sich um zwei Egos oder auch um zwei bewusst agierende Personen handeln kann. Wer bewusst agiert, denkt, fühlt, handelt und spricht aus Bewusstseinspräsenz und somit aus dem eigenen wahren Selbst heraus. If it took two fully conscious agents to form a viable relationship, the world would be a very lonely place. Because in every relationship, there are areas of habit and routine that become unconscious, and these lead to conflict. Wenn es zwei voll bewusst agierende Menschen bräuchte, um eine tragfähige Beziehung einzugehen, wäre die Welt ein sehr einsamer Ort. Denn in jeder Beziehung gibt es Bereiche der Gewohnheit und Routine, die sich unbewusst einschleichen. Das führt zu Konflikten. These conflicts result when a relationship is based on the notion that power and love is limited and comes from the ego's will. But we know that only pure consciousness has infinite love and power. Diese Konflikte entstehen, wenn eine Beziehung auf der Vorstellung beruht, dass Macht und Liebe begrenzt sind und dem Willen des Egos entspringen. Wir wissen jedoch, dass nur reines Bewusstsein unendliche Liebe und Macht hat. Therefore, even if there is only one conscious agent, it is possible to transform any relationship. Selbst wenn nur eine der beiden Personen bewusst handelt, ist es daher möglich, eine Beziehung, jede Beziehung, zu verändern. The key element in any transformed relationship is detachment. This applies not to just one-on-one relationships, but all relationships, whether it is our relationship to the rest of humanity or one nation to another. Das Schlüsselelement einer jeden sich ändernden Beziehung ist die Loslösung. Das gilt nicht nur für persönliche Beziehungen, sondern für alle, ob es sich um unsere Beziehung zum Rest der Menschheit oder um die Beziehung zwischen Staaten handelt. Detachment seems counterintuitive as a solution to conflicting wills. From the ego level, we attach ourselves to the other person. Letting go feels threatening or almost impossible, but letting go holds immense power. Loslassen erscheint als Lösung für Willenskonflikte erstmal widersinnig. Auf der Ego-Ebene sind wir ja mit der anderen Person verbunden und das Loslassen fühlt sich bedrohlich oder fast unmöglich an, aber es birgt immense Kraft. Detachment is not apathy or numbness. It is the still, silent awareness where we experience all thoughts, feelings, and actions. That silent background of consciousness is our real nature, and it is said to be detached or uninvolved because it always maintains its integrity, regardless of our changing experiences.
Losgelöstheit ist nicht Apathie oder Gefühllosigkeit. Es ist das ruhige, stille Gewahrsein, in dem wir alle Gedanken, Gefühle und Handlungen erleben. Dieser stille Hintergrund des Bewusstseins ist unsere wahre Natur. Sie ist losgelöst oder unbeteiligt, weil sie immer ihre Integrität bewahrt, unabhängig von unseren wechselnden Erfahrungen. This is our true self, our loving self that is always open, connected, and supportive to all, even as it maintains its status as pure awareness. Dies ist unser wahres Selbst, unser liebendes Selbst, das immer offen, verbunden und unterstützend für alle ist, auch wenn es seinen Status als reines Bewusstsein beibehält. Detachment sounds like it cannot be loving, but the connection in a relationship and the flow of love stops because of resistance. Anger, resentment, routine, frustration, and old memories are the chief ways we block the flow of love that is otherwise natural to our essential nature. Losgelöstheit klingt so, als könne sie nicht liebevoll sein, aber die Verbindung in einer Beziehung und der Fluss der Liebe werden durch Widerstand, nicht durch Loslassen unterbrochen. Wut, Groll, Routine und Frustration und alte Erinnerungen sind die Hauptwege, auf denen wir den Fluss der Liebe blockieren, obwohl dieser Fluss zu unserer essentiellen Natur gehört. Consider how the principle of detachment worked on a large scale in the case of Mahatma Gandhi, with the practice of non-violence even in the face of physical violence to him and his followers. Denken wir nur einmal daran, wie das Prinzip des Loslassens im Fall von Mahatma Gandhi in großem Maßstab funktionierte, nämlich indem Gandhi, trotz der physischen Gewalt gegen ihn und seine Anhängerinnen und Anhänger, Gewaltlosigkeit praktizierte. Rather than fueling the anger and violence with more anger and violence, they met it with a kind of detachment, peaceful non-violence. And that in time led to a healthy transformation of the relationship between India and England. Anstatt die Wut und Gewalt mit noch mehr Wut und Gewalt anzuheizen, begegneten sie ihr mit einer Art der Losgelöstheit. Und genau diese friedliche Gewaltlosigkeit führte mit der Zeit zu einer gesunden Veränderung der Beziehung zwischen Indien und Großbritannien. In our meditations, we experience true detachment, awareness which is like a silent witness. When you identify more and more with the witness value of awareness, the ego retreats. You no longer are invested in an ego that needs defending or feels threatened. In unseren Meditationen erfahren wir wahre Losgelöstheit. Gewahrsein, das zur stillen Zeugin wird. Je mehr wir uns mit diesem beobachtenden, bezeugenden Status des Gewahrseins identifizieren, desto mehr zieht sich unser Ego zurück. Wir stecken dann nicht mehr in einem Ego, das sich bedroht fühlt oder verteidigt werden muss. Seeing the other person or group in the present moment, there are no old memories or beliefs to create barriers or threats. Wenn wir die andere Person oder Gruppe ausschließlich im gegenwärtigen Moment sehen, gibt es keine alten Erinnerungen oder Überzeugungen, die Barrieren oder Bedrohungen schaffen. Nothing more is needed to transform a relationship. No matter what state your relationship, any relationship, is in, when you show your true self simply by witnessing, the consciousness of the other person or group of people is affected and awakened. Mehr ist nicht nötig, um eine Beziehung zu verändern. Ganz gleich, in welchem Zustand sich die Beziehung, jede Beziehung, befindet. Wenn wir unser wahres Selbst zeigen, indem wir einfach nur Zeugnis ablegen, wird das Bewusstsein der anderen Person oder der Gruppe von Menschen erweckt und beeinflusst. All our relationships can be transformed through the power of our consciousness. You may not see an immediate change, but as your experience of inner awareness deepens, the connection to others' consciousness grows, and the other person feels the impulse to be relaxed
open, and joined with you. Alle unsere Beziehungen können durch die Kraft unseres Bewusstseins verändert werden. Wir sehen vielleicht keine unmittelbare Veränderung, aber wenn sich die Erfahrung des inneren Gewahrseins vertieft, wächst die Verbindung zum Bewusstsein der anderen. So verspüren andere den Impuls, entspannt, offen und mit uns verbunden zu sein. This is a powerful shift, opening your relationships to the infinite possibilities of pure consciousness, which is far grander than anything your ego may have in mind for the relationship. Dies ist eine kraftvolle Veränderung. Sie öffnet unsere Beziehungen für die unendlichen Möglichkeiten des reinen Bewusstseins, das weitaus großartiger ist als alles, was das Ego für die Beziehung im Sinn haben mag. This union is the true spiritual union people crave, a joining not of two egos but of consciousness flowing in, through and around you. This is how pure awareness moves out into the world, connects humanity and unifies us all. Diese Vereinigung ist die wahre spirituelle Vereinigung, nach der sich die Menschen sehnen, eine Vereinigung nicht zweier Egos, sondern des Bewusstseins, das in, durch und um uns herum fließt. Auf diese Weise bewegt sich das reine Bewusstsein in die Welt hinaus, verbindet die Menschheit, vereint uns alle. Nothing holds more power, and the power is in you right this moment, here and now. Nichts hat mehr Macht, und die Macht ist in diesem Moment in dir, hier und jetzt. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. Während wir uns nun auf die gemeinsame Meditation vorbereiten, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über den uns dabei zentrierenden Gedanken nachzudenken. My relationships reflect the flow of consciousness. Meine Beziehungen spiegeln den Fluss des Bewusstseins wider. My relationships reflect the flow of consciousness. Meine Beziehungen spiegeln den Fluss des Bewusstseins wider. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe, slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Bereiten wir uns nun auf die Meditation vor. Bitte mach es dir bequem und schließe die Augen. Beginne jetzt, auf deine Atmung zu achten. Atme ganz einfach, langsam und tief. Erlaube dir mit jedem Atemzug, dich tiefer zu entspannen. Now, gently introduce the mantra. Führe nun ganz sanft das folgende Mantra ein. Aham Prema. Aham Prema. This mantra means I am pure, unconditioned love. It activates the transformative power of divine love within us for everyone. Dieses Mantra bedeutet, ich bin reine, bedingungslose Liebe. Es aktiviert die transformative Kraft der göttlichen Liebe in uns für alle. Repeat it silently to yourself. Wiederhole es im Stillen für dich selbst. Aham Prema. Aham Prema. Aham Prema. With each repetition, feel your body, mind and spirit open into an expanded state of awareness. Spüre mit jeder Wiederholung, wie sich Körper, Geist und Seele einem erweiterten Bewusstseinszustand öffnen. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra.
Wann immer du dich durch Gedanken, Geräusche oder körperliche Empfindungen ablenken lässt, richte deine Aufmerksamkeit einfach auf die stille Wiederholung des Mantras. Aham Prema. Aham Prema. Aham Prema. Please continue with your meditation. I'll mind the time and you'll hear a soft bell at the beginning and end of the meditation. Bitte führe die Meditation fort. Ich achte auf die Zeit. Zu Anfang und Ende der Meditation hörst du mich leise läuten. Aham Prema. Aham Prema. Aham Prema.
it's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, gently open your eyes. Es ist jetzt Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Bleib noch ruhig sitzen und atme weiter langsam ein und aus. Wenn du dich bereit fühlst, kannst du die Augen wieder öffnen. As you continue with your day, contemplate this centering thought. Und denk im Verlauf des Tages bitte noch über den zentrierenden Gedanken nach. My relationships reflect the flow of consciousness. Meine Beziehungen spiegeln den Fluss des Bewusstseins wider. My relationships reflect the flow of consciousness. Meine Beziehungen spiegeln den Fluss des Bewusstseins wider. Namaste.